Some people hate it, others love it. Berlin's International Congress Centrum, or ICC, a colossus of aluminum and concrete, was built in the 1970s in the high-tech architectural style. Berliners nicknamed it the battleship or spaceship. Ich finde es ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Ich liebe dieses Gebäude, ich liebe das. Nee, ich finde es hässlich. Sieht halt schön aus, finde ich. Hat irgendwie was, hat ja auch ein bisschen Geschichte. Ein Missgriff, wenn man es mit dem Centre Pompidou vergleicht, ist zwar beides ein bisschen maschinell gemeint und funktional, aber das ist irgendein eisernes Kriegsschiff und strahlt nichts Kommunales oder Kommunikatives aus. After 2014, the center stood idle. The operating costs were too high. But in October 2021, an arts festival titled The Sun Machine is Coming Down brought life back into the empty complex in the form of video art, performances and installations. Es ist ein Riesengeschenk an uns, also dass wir das Vertrauen bekommen haben, dieses Haus nach fast 10 Jahren Schließzeit wieder zu öffnen. Wir geben das den Künstlerinnen und Künstlern und den Kreativen zurück in der Stadt und zeigen 10 Tage, was Kunst in dem Haus bewirken kann und hoffen, dass das irgendwie ansteckend wirkt. Disputes began flaring up over the ICC even before it was completed. The design by architects Ralf Schuler and Ursulina Schuler-Witte exceeded the planned budget several times over. In the end, the project cost the equivalent of around 1 billion euros in today's terms. When it opened in 1979, it was hailed as the world's most modern convention center. 80 halls for around 20,000 people in all hosted numerous trade fairs and other events. But it came to an end in 2014. There were calls for the ICC's demolition. Then, in 2019, the 40-year-old complex was declared a protected site by the head of Berlin's Monument Office, Christoph Rauhut. Ein Denkmal muss nicht alt sein, sondern kann auch aus dem 20. Jahrhundert stammen und auch aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ICC ist so ein Beispiel, ein ganz junges Denkmal, was aber auch schon Geschichte geworden ist und stilprägend für die damalige Epoche. The question remains, what to do with it? Since it was closed, the ICC only had provisional uses, as an emergency shelter for refugees, for example. Its technology is obsolete, and it is contaminated with asbestos. The cost of renovating it has been set at some 400 million euros. Just to keep the vast hulk maintained while unused swallows around 2 million euros annually. Abriss, das ist keine Möglichkeit mehr, das ist eine andere Zeit, in der man Gebäude abgerissen hat. Heutzutage gilt es eher darum, Lösungen für den Bestand zu finden und das gilt auch für das ICC. There are plenty of ideas for possible uses. The complex could house modular apartments with their own lake, or it could serve as a mobility hub with an underground test track and landing pads for airborne taxis on the roof. The main problem is financing. The building's been made available to the Arts Festival and cultural events temporarily in the hope that it may point the way to a possible future for the monument. Also letztlich kann nur die Politik das ICC retten, aber die Kunst kann der Politik Lust machen und Mut geben, kreativer mit dem Problem umzugehen, wagemutiger mit dem Problem umzugehen, nicht die alten Methoden länger zu versuchen, sowas wieder nutzbar zu machen, sondern man muss neue Wege finden und dafür ist es vielleicht doch eine Ermunterung. What will become of the ICC remains unclear. Maybe arts and culture will stay on in Berlin's controversial spaceship for the long term, and the creative building will remain a meeting place for creative spirits.